Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich, wie ich meinen Nano-Mulmabsauger zum Moosbeschneiden benutze. Ich habe in meine Aquarien Flame Moss gepflanzt, das irgendwie mehr in die Höhe als in die Breite wächst. Wenn ich es zurückschneide, habe ich das Problem, dass die abgeschnittenen Triebe nicht wie bei anderen Pflanzen zur Wasseroberfläche aufsteigen, sondern absinken, und zwar meistens irgendwo da, wo ich es nicht haben will. Wenn ich versuche, die Triebe gleich mit meinem dicken Schlauch einzufangen, reiße ich dabei das ganze Moos heraus und das Becken ist auch schon nach einer Minute leer. Es geht auf jeden Fall mit einem dünneren Schlauch, aber die haben die Tendenz, sich zu verbiegen, und dann müsste ich mit der Hand unter Wasser, um punktgenau saugen zu können. Und wenn man in einer Hand die Schere und in der anderen den Schlauch hat, besteht immer die Gefahr, dass dieser mit dem anderen Ende aus dem Eimer rutscht und alles unter Wasser setzt. Also bin ich auf die Idee gekommen, zum Moosbeschneiden meinen Mulmabsauger von Dennerle zu benutzen. Ich muss dann auch nicht mehr das Aquariumwasser mit dem Mund ansaugen, sondern drücke ein paar Mal oben auf den Pumpenbalg, bis das Wasser läuft. Der Schlauch ist mit einer Klemme am Eimer befestigt und dann stelle ich den Durchflussregler so ein, dass nur noch ganz wenig Wasser durchläuft. Dann stülpe ich das Ansaugrohr über den Trieb, den ich abschneiden möchte, schneide ihn ab und schon wird er angesaugt und fliegt nicht mehr im Aquarium herum. Das klappt super gut und wäre jetzt auch schön zu sehen, wenn ich mich beim Videodrehen nicht langsam aber sicher vor die Kamera gestellt hätte. Nun ja, ein paar Schnitte habe ich hier aber noch ohne meinen Arm davor und ich glaube, das Prinzip kann man da auch noch ganz gut erkennen. Ein Großteil des abgeschnittenen Mooses bleibt dann vor dem Sieb im Ansaugrohr hängen und lässt sich nachher sehr leicht wieder herauswaschen. Das Sieb vor der Pumpe ist dann auch mit ein paar Bewegungen wieder freigespült. Die Moosreste habe ich erst einmal in ein Glas getan, vielleicht wachsen sie dort ein bisschen und ich kann sie später wieder einsetzen. Ich habe jetzt jedenfalls wieder freie Sicht auf meine Hygrophila pinnatifida und muss mich nicht über Moosteile ärgern, die durchs Aquarium meandern. Einen Link zum Nano-Mulmsauger findet ihr in der Videobeschreibung. Es gibt ihn auch in 50 cm Länge für größere Aquarien. Das war es soweit mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, bis dahin und macht euch mal wieder die Hände nass.